In einem Monat ist es soweit. Apple wird das neue iPhone 18 Pro und Pro Max vorstellen. Und während sich an einigen Stellen durchaus relevante Aspekte ändern, bleiben andere Dinge auch leider gleich. Wie groß die Änderungen wirklich ausfallen und wie teuer die neuen Pro-Modelle aufgrund der aktuellen RAM-Krise werden, erfährst du in diesem Video. Beim Design wird kein großer Neustart erwartet. Flache Seiten, Aluminium-Unibody und das breite Kameraplateau dürfen bleiben. Glas und Metall sollen auf der Rückseite farblich besser zusammenpassen, sodass der Two-Tone-Look ruhiger wirkt. Als Farben werden dunkles Kirschrot, helles Blau und Silber erwartet. Beim kleinen Pro bleibt das Gewicht bei 204 Gramm, das Pro Max soll aber auf rund 240 Gramm ansteigen und damit deutlich schwerer werden. Woran das liegt, ist noch nicht ganz klar, aber das Kameraplateau wird wohl dicker. Bei den immer wieder diskutierten Solid-State-Buttons sieht es inzwischen recht klar aus. Diese sind ja schon lange im Gespräch und sollen ein physisches Herunterdrücken der Tasten nicht mehr möglich machen und den Druck nur simulieren. Dieses Update ist für dieses Jahr wohl aber nicht geplant und kommt wohl frühestens, wenn überhaupt, mit dem Jubiläums-iPhone 2027. Die Kamerasteuerung wird hingegen klar vereinfacht. Die kapazitive Wischbedienung für Zoom und Belichtung soll komplett wegfallen. Übrig bleibt eine druckempfindliche Taste zum Starten der Kamera, Auslösen und Beginnen einer Videoaufnahme. Zoom und Belichtung laufen dann wieder hauptsächlich über das Display. Die Displaygrößen bleiben mit ungefähr 6,3 Zoll beim Pro und 6,9 Zoll beim Pro Max gleich. Dynamic Island soll aber auf rund 13,5 mm schrumpfen und damit etwa 35% schmaler werden. Sie bleibt mittig, während ein Teil der Face-ID-Technik unter das Panel wandert. Frontkamera und weitere Komponenten bleiben aber sichtbar. Auffallen dürfte das vor allem bei Videos und Spielen im Vollbild. Außerdem werden effizientere LTPO-Plus-Panels mit neuerem OLED-Material erwartet. Ein Tandem-OLED kommt dagegen nicht. Der wichtigste Fortschritt beim Display dürfte dementsprechend ein geringerer Stromverbrauch sein. Weitere Display-Upgrades sind erstmal nicht erwartet. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass zumindest an der Display-Helligkeit nochmal etwas geschraubt wird. Was die Lautsprecher angeht, gibt es ebenfalls noch keine belastbaren Leaks, aber ich bin ehrlich, normalerweise kommuniziert Apple Änderungen an den Lautsprechern nicht mal auf der Keynote. Beim iPhone 17 Pro wurden die deutlich besser und da hat Apple gar nichts zugesagt, also mal abwarten, wie das beim iPhone 18 Pro wird. Und egal, ob du dir jetzt noch einen iPhone 17 Pro kaufst oder auf das neue iPhone 18 Pro warten möchtest, es gibt eine Sache, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Denn auch beim iPhone 18 Pro wird Apple wieder auf ein Aluminiumgehäuse setzen, das zwar Wärme richtig gut ableitet, aber auch sehr anfällig für Stürze ist. Und damit dein iPhone nicht nach wenigen Tagen so aussieht, brauchst du eine Hülle, die wirklich schützt. Für das iPhone 18 Pro hat Torras die O-Stand Q3R Pro bereits in einer violetten Variante vorbereitet. Der Kamerabereich ist bei dieser Version etwas höher ausgeführt, damit das größere Kameramodul des iPhone 18 Pro ideal geschützt ist. Denn nichts ist ärgerlicher als eine kaputte Kameralinse. Mir sind bei so einer Hülle zwei Dinge wichtig. Erstens, ich will starke Magnete für MagSafe, sodass ich all mein Zubehör problemlos weiterverwenden kann. Und das iPhone soll natürlich einen Sturz unbeschädigt überstehen und das mit einer Hülle, die trotzdem nicht super dick aufträgt. Torras setzt dafür auf das Air Do-It-System mit 2 Polsterstufen. Die äußere Luftkammer fängt den ersten Aufprall ab, die innere Schicht verteilt die restliche Kraft. Laut Torras ist die Hülle damit für Stürze aus knapp 5 Metern ausgelegt. Und obwohl die Hülle so stark schützt, bleibt sie trotzdem vergleichsweise schlank. Noch genialer ist aber der O-Stand auf der Rückseite. Der lässt sich um 360 Grad drehen und bis zu 180 Grad ausklappen. Damit kannst du ein iPhone dann zum Beispiel für Videotelefonate oder auch zum Filmen problemlos aufstellen. Ich persönlich nutze es am liebsten, um damit unterwegs Videos zu schauen, damit ich mein iPhone da nicht permanent in der Hand halten muss. Die Version für das iPhone 18 Pro findest du über den Link ganz oben in der Videobeschreibung, aber Torras hat selbstverständlich auch für die aktuelle iPhone-Generation diverse wirklich coole Hüllen im Angebot. Schau da also super gerne mal rein und jetzt zurück zum iPhone 18 Pro. Kommen wir zur Kamera und hier soll es vor allem ein großes Update geben. Eine variable Blende für die 48 Megapixel Hauptkamera. Kleine Lamellen verändern die Größe der Öffnung, wie bei richtigen Objektiven. Weiter offen bei wenig Licht, weiter geschlossen bei viel Licht. Welche Vorteile das am Ende genau mit sich bringt und wie gut das Ganze funktioniert, wird sich aber noch zeigen.
Außerdem wird auch die Telekamera aufgewertet. Sie bleibt bei 48 Megapixeln, bekommt aber eine längere Brennweite und eine größere Blendenöffnung. Dadurch fällt mehr Licht auf den Sensor und kürzere Belichtungszeiten sowie bessere Fotos und Videos bei wenig Licht sind möglich. Ultraweitwinkel und Frontkamera bleiben vermutlich unverändert. Sprechen wir auch kurz über den USB-C-Anschluss, denn hier tut sich vermutlich nichts. Wer irgendwie mit Thunderbolt rechnet, wird vermutlich enttäuscht. Es bleibt bei klassischer USB 3 Datenübertragung. Das reicht, um ProRes-Material direkt auf eine externe SSD aufzunehmen. Thunderbolt wäre halt aber nochmal deutlich schneller. Wo es hingegen wieder größere Anpassungen geben wird, ist beim Prozessor. Das iPhone 18 Pro bekommt den A20 Pro. Erstmals gefertigt im 2-Nanometer-Verfahren. Der neue Prozess erlaubt mehr Leistung bei ähnlichem Verbrauch oder die gleiche Leistung mit weniger Energie. Apple dürfte vermutlich beides kombinieren. Dazu kommen ein neues WMCM-Packaging und voraussichtlich weiterhin 12 GB RAM. Prozessor und Arbeitsspeicher sitzen gemeinsam in einem Modul, aber nicht mehr direkt übereinander. Das reduziert die thermische Belastung und hilft bei KI, Gaming und Videobearbeitung unter längerer Last. Auch die Neural Engine soll wachsen. iOS 27 nutzt sie unter anderem für Spatial Reframing, generatives Erweitern und eine verbesserte Bereinigungsfunktion. Am deutlichsten dürfte man den neuen Chip deshalb bei Video-Export, Spielen und lokalen KI-Aufgaben merken. Wie groß die Performance-Zuwächse genau ausfallen, müssen wir noch abwarten. Was uns aber auf jeden Fall erhalten bleibt, ist wohl die Vapor-Chamber-Kühlung und zusammen mit dem Unibody-Aluminium-Gehäuse sorgt ja jetzt schon für eine wirklich gute Wärmeverteilung und eine gute Dauerlast. Dementsprechend wird das iPhone 18 Pro hier nochmal spürbar besser werden. Beim Akku unterscheiden sich die Modelle dann vielleicht sogar am stärksten, zumindest beim Pro Max. Für das kleinere Pro werden 4056 mAh mit SIM-Schacht und 4288 mAh für die US-Version ohne Schacht erwartet. Das sind erstmal nur 1-2% mehr als bisher, aber die Laufzeit verbessert sich vermutlich trotzdem durch das sparsamere Display, das Modem und den A20 Pro Prozessor. Das Pro Max kommt dagegen mit SIM-Schacht auf 5391 und ohne auf 5567 mAh. Das sind 9-12% mehr als bisher. Dieser Zuwachs dürfte im Alltag wirklich auffallen, kommt halt aber auch nochmal mit deutlich mehr Gewicht und das Gerät ist jetzt schon klobig und schwer. Keine Änderungen gibt es hingegen bei der Ladegeschwindigkeit, egal ob über USB-C oder drahtlos, die Geschwindigkeiten bleiben wohl gleich. Bei den Funkstandards wird voraussichtlich Apples N1-Chip eingesetzt. Damit bleiben Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread für Meta und andere Smart Home Geräte, Ultra-Breitband der zweiten Generation und NFC weiterhin an Bord. Beim Mobilfunk richtet sich die Ausstattung nach der Region. In den meisten Märkten dürfte Apples C2-Modem stecken. In der US-Version bleibt wegen Millimeter Wave voraussichtlich ein Qualcomm-Chip integriert. Der C2 unterstützt außerdem NR-NTN, also 5G über nicht-terroristische Netze. Damit schafft Apple die technische Grundlage für umfangreichere Satellitenkommunikation. Was dadurch am Ende genau möglich wird, bleibt noch abzuwarten. Sprechen wir zuletzt über den Elefanten im Raum: den Preis und die verfügbaren Konfigurationen. Der Einstieg liegt voraussichtlich jeweils bei 256 GB Speicher. Beim Pro sind außerdem 512 bzw. 1 TB zu erwarten, beim Pro Max zusätzlich gegebenenfalls sogar eine 2 TB Version. Das iPhone 18 Pro kostet mit 256 GB dann vermutlich stolze 1.549 €. Mit 512 GB sind es sogar 1.949 € und mit 1 TB 2.199 €. Das iPhone 18 Pro Max kostet mit 256 GB vermutlich 1.699 €, mit 512 GB 2.099 €, mit 1 TB 2.349 € und mit 2 TB sogar 2.849 €. Ja, ihr habt richtig gehört, fast 3.000 € für ein Smartphone. Und ich verstehe, dass die Speicherkrise aktuell alles teurer macht, aber das sind doch Preise jenseits von Gut und Böse. Ja, wir bekommen am Ende einen neuen A20 Pro Prozessor, eine kleinere Dynamic Island und bessere Kameras und beim Pro Max Modell auch einen deutlich größeren Akku. Aber seid ihr wirklich bereit, dafür so viel mehr zu zahlen oder greift ihr denn lieber zur Vorgängergeneration? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. So Leute, das soll es von diesem Video gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst super gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns immer wieder im nächsten Video. Macht's gut und ciao.